Willkommen zu einem neuen Video. Heute hier mal auf dem Wasser, denn heute möchte ich mal mit euch über das Thema Trekking auf dem Wasser, Wassertrekking oder auch Wasserwandern sprechen. Denn ja, neben dem Wandern kann man natürlich sich auch von A nach B auf dem Wasser fortbewegen und da unterschiedliche Lagerplätze haben, wenn man Mehrtagestouren machen möchte. Und ich bin gerade dabei, damit auch anzufangen. Und da gibt es natürlich verschiedene Arten, wie man das erstmal machen kann. Vielleicht viele von euch kennen solche Pack-Rafts, die wirklich sehr, sehr leicht sind und die man einfach in den Rucksack packen kann. Die ganz kleinen und einfachen Modelle fangen da schon unter 1 Kilo an. Also die kann man wirklich kompakt noch in seinem Trekking-Rucksack packen und hat dann einfach die Möglichkeit, auch über eine Woche mit Verpflegung mal wandern zu gehen und dann irgendwie nach 20 Kilometern kommt vielleicht ein Fluss oder ein See und dann überquert man den oder ist auch mal wirklich den ganzen Tag dann auf dem Fluss unterwegs, kann irgendwo anhalten, kann dort dann sein Lager aufbauen, zelten, kochen, hat alles dabei und kann dann weiterfahren. Und natürlich kann man das auch mit jedem anderen Fortbewegungsmittel machen, wie zum Beispiel einem Kanu oder eben, was ich für mich jetzt entdeckt habe, ist auch das Stand-Up-Paddleboard. Ich bin nämlich gerade auch auf der Ruhr und mache zwar keine Trekking-Tour, aber eine kleine Tagestour, habe deswegen auch keinen Rucksack dabei. Und für mich hat sich das SUP so als beste Wahl herausgestellt, weil ich einfach das Gefühl mag, nicht zu sitzen auf dem SUP. Das mache ich natürlich jetzt, weil ich gerade filme und wahrscheinlich sonst reinfallen würde. Aber wenn man eben darauf steht, dann hat man die Möglichkeit, wie man das vielleicht hier sieht, auch ein bisschen vom Uferrand mal hoch zu gucken. Jetzt im Sitzen würde ich wahrscheinlich nicht so viel sehen. Aber wenn ich hier die ganze Zeit stehend langfahren würde, dann hätte ich auch die Möglichkeit mal zu gucken, was da ist. Vielleicht ist da irgendwie ein guter Spot. Es wird dunkel langsam, ich möchte irgendwo zelten und sehe dann spontan vielleicht eine Wiese oder auch einen Campingplatz, der jetzt nicht ausgeschildert ist oder eine Schutzhütte oder sowas. Und ich habe gemerkt, weil ich auch selber viel Kanu fahre, dass ich, wenn ich auf dem Stand-Up-Paddleboard stehe, auch wenn ich so schnell Langeweile vielleicht habe. Ich meine, was man generell eher wenig hat, wenn man den ganzen Tag auf dem Wasser ist. Aber ich habe auf jeden Fall mehr zum Gucken. Das Problem an der Sache ist natürlich, dass das bedeutend schwerer ist. So SUPs, je nach Ausstattung, Größe und so weiter, liegen bei 10, 12 Kilo plus minus 2, würde ich sagen. Es gibt große Modelle, kleine. Und ich habe mich jetzt für ein Modell hier entschieden, das ein Allround-Board ist, ein Einsteigerboard. Ist auch ein Inflatable SUP, also ich kann es jederzeit irgendwo aufblasen und es ist auch nur bis 125 Kilo, deswegen sehr klein. Reicht natürlich für mich dann dicke plus Gepäck, ich wiege nicht mehr als 80 Kilo und es wiegt ganz knapp unter 8 Kilo ohne den Zusatz wie ein Paddel oder irgendwelche Aufblasmaterialien, die ich brauche. Und das eignet sich für mich vor allem für reine Wassertrekking-Tour. Also wenn man den ganzen Wanderpart zum Wasser mal weglässt, könnte man sich zum Beispiel wie ich hier an der Ruhr eine Stelle aussuchen, wo man dann anfängt, seinen Rucksack draufschnallt, wie das aussehen kann, zeige ich euch gleich mal, und dann eben eine gewisse Distanz zurücklegt. Wie weit man damit kommt, das hängt natürlich ganz stark von der Strömung an, von der Flussbeschaffenheit generell, aber hier die Ruhr zum Beispiel, die hat an einigen Passagen nur eine sehr starke Fließgeschwindigkeit, aber hier wo ich bin gerade auch ziemlich am Ufer natürlich, ist die sehr gering. Ich komme dadurch in beide Richtungen relativ gut voran, flussabwärts natürlich immer ein bisschen schneller und kann dann, würde ich schätzen, schon ohne Probleme 20 Kilometer vielleicht am Tag zurücklegen. Wie gesagt, habe ich da noch keine Erfahrungswerte, weil ich noch keine Sub-Tracking-Tour gemacht habe. Wir haben auch gerade Ende Oktober, deswegen werde ich damit wohl nächstes Jahr erst anfangen. Aber wenn man dann eben seinen kompletten Rucksack draufgeschnallt hat, und das geht bei einem Sub sehr gut hier vorne, ich hoffe, ihr könnt das sehen, da haben wir so eine Art, kleines Netz, so 4 Abspannleinen, die aus Gummi da sind. Die werden an 4 Riemen befestigt. Und darunter habe ich dann eben die Möglichkeit, meinen ganz normalen Wanderrucksack und Trekkingrucksack draufzuschnallen. Oder eben wie ich jetzt auch ein bisschen weniger. Und wenn einem die Seile nicht reichen, dann gibt es da ganz viele andere Konstruktionen, die man noch so draufpacken kann, um eben auch größere Rucksäcke mit 60, 70 Liter ein bisschen besser da drauf zu packen. Und das eignet sich natürlich dann, um sein Gepäck auch ohne das auf dem Rücken zu haben, dann über das Wasser zu transportieren. Problematisch wird es natürlich dabei, wenn ich irgendwie reinfallen sollte, was immer passieren kann, egal wie fortgeschritten man ist. Man sollte immer davon ausgehen, dass man natürlich reinfallen kann. Und auch wenn Rucksäcke natürlich wasserabweisend sind, ihr habt vielleicht mein Rucksackvideo gesehen, wo ich auch nochmal auf die Außenbeschichtung und so weiter eingehe, ist es so, dass auf jeden Fall Wasser reinkommen wird, egal ob das aus DCF oder Nylon gefertigt ist.
Und da bietet es sich einfach an, so eine Art ultraleicht Dryback drum zu machen. Die gibt es bis 70, 80, ich glaube sogar 100 Liter, kosten auch gar nicht so viel. Und die packt man dann einfach komplett um seinen Rucksack. Wenn man dann vielleicht wieder weiter wandern möchte, packt man die dann in den Rucksack rein. Hat sogar so einen kleinen Multi-Use-Part noch, eben kann die dann noch als Packsack im Rucksack vielleicht verwenden oder als Innenschutz. Viele haben ja nicht die Plane nicht außerhalb des Rucksacks wie ich auch, sondern von innen drin, dass alles innen zumindest, vielleicht außer das Zelt vom Wasser geschützt ist, und selbst wenn es ein bisschen größer ist, passt das dann auch in kleinere Rucksäcke auf jeden Fall rein. Ob man dann wirklich bei einem aufblasbaren Sub zum Beispiel, was ich empfehlen würde, weil die natürlich leichter sind, dann die Luftpumpe zum Beispiel mitnehmen möchte, die man dann braucht, um das auf genügend Druck zu bringen, bleibt jedem selbst überlassen. Ich würde es meistens nicht machen, weil gerade die kleineren Modelle sind auch relativ handlich zu tragen. Und zum Beispiel hier auf der Ruhr, da gibt es einige Wehre, bei denen man dann nicht so einfach durchfahren kann mit dem Sub. Und dann habe ich immer noch die Möglichkeit, bei 8 Kilo mit einem Rucksack dann auf dem Rücken das Sub kurz zu umtragen. Das ist wirklich nicht schwer, da das auch so groß ist, überhaupt nicht sperrig. Also ich kann mit meinem auch in der Hand problemlos irgendwie einen Kilometer laufen. Ist natürlich keine Lösung, den ganzen Tag damit unterwegs zu sein. Aber ich kann von A nach B laufen, ich kann Gefahrenstellen umtragen, ich kann zu meinem Einstieg laufen. Und wenn ich da irgendwie angekommen bin mit dem Auto oder auch vielleicht, wenn ich das Glück habe und nah am Wasser wohne und von zu Hause loslaufe, kann ich die Pumpe da auf jeden Fall lassen. Die Gefahr, dass da irgendwas jetzt kaputt geht, das kann natürlich auch immer sein, dass da ein Loch drin ist, dass da Luft verloren geht. Dazu will ich jetzt gar nichts sagen. Ich bin noch selber jetzt kein großer Sub-Experte und deswegen würde ich das auch erstmal immer vielleicht für ein Wochenende empfehlen. Also ich plane das so als kleine Mikroabenteuer zwischendurch, die mache ich ja sowieso ganz gerne, immer nur von Freitag bis Sonntag zu machen oder sogar nur mit einer Übernachtung. Und hier auf der Ruhr, wie gesagt, wenn ihr im Raum Essen kommt oder vielleicht auch generell aus dem Ruhrgebiet, dann bietet sich die Ruhr schon sehr gut an. Ich blende euch mal eine Karte ein. Da seht ihr auch, wo ich gerade bin. Also ich bin ja quasi in der Nähe der Ruhr-Halbinsel und die heißt so, weil die Ruhr sich hier einmal komplett runterschlängelt. Und ich habe mir schon überlegt, wie ich das vielleicht machen möchte. Würde in Hattingen da einsteigen, markiere ich gerade, und von da aus dann westwärts runterfahren um den Bogen. Und da gibt es zahlreiche kleine Zeltplätze, Campingplätze, wo man dann einfach manchmal gegen eine kleine Gebühr leider aussteigen kann, da sein Zelt aufbauen kann und am nächsten Tag früh weiterfahren kann. Und das macht schon ziemlich viel Spaß, man kommt gut voran, ist mal was anderes. Vielleicht, wenn man jede Woche wandern geht, kann man das auch mal machen. Wenn es dann 2 Nächte sind, umso besser, kann ich mir vielleicht den Samstag dann eine richtig große Tour vornehmen und bevor es dunkel wird, dann irgendwo anhalten. Die Ruhr ist, wie gesagt, ein ziemlich einfacher Fluss. Beim Rhein ist das natürlich eine ganz andere Sache. Der ist viel größer, da ist viel mehr Strömung. Das geht auch für Erfahrene auf jeden Fall. Vielleicht kennt ihr die Bücher auch von Tim Kruse. Das ist ein ganz verrückter SUPler, der auch die ganze Donau runtergefahren ist, also wirklich über Monate, oder die Biskaya. Also da sind eigentlich dem Sub, wenn man ein gutes Sub hat und fortgeschritten ist, erstmal keine Grenzen gesetzt. Ich plane sogar, da sich gerade hier die Ruhr in der Kurve so anbietet, eventuell doch mal zu versuchen, mit dem Sub auf dem Rücken zu laufen. Wie ihr wisst, ist mein gesamtes restliches Tracking-Equip natürlich optimiert auf Ultralight und ich könnte für ein Wochenende schon so auf unter 4 Kilo, 3,5 kommen für das, was ich brauche, ohne Track and Eat, ohne Proviant, der auch nicht viel mehr wiegt, und könnte dann vielleicht die 8 Kilo vom Sub plus die Luftpumpe plus das Paddel entweder in demselben Rucksack reinkriegen. Wenn man einen großen Wanderrucksack hat, dann könnte das durchaus funktionieren, oder eben die mitgelieferten Sub-Rucksäcke dafür zu benutzen. Die haben natürlich zum Wandern echt keine guten Eigenschaften. Meistens sind zumindest die Schultergurte, was ich so kenne, sehr breit. Die haben keine Rückenpolsterung, die haben meistens keinen Bauchriemen drum, den man natürlich bei was wäre das dann, 13, 14 Kilo natürlich bräuchte. Aber da gibt es auch spezielle Rucksäcke, die dann eben vielleicht auch zum Subtransport auf längeren Wegen unterwegs sind. Und ich plane dann so eben von der einen Ruhrseite zur anderen über diese Halbinsel zu laufen, was so je nach Route 10 bis 15 Kilometer ungefähr sein sollten. Dann das Sub aufzupusten, dann ins Wasser zu gehen, und ab da wird es natürlich richtig einfach, weil ich dann das ganze Gewicht, die Pumpe, den Rucksack auf Sub packen kann, und dann würde ich quasi mit einer Übernachtung oder 2 zu dem Punkt zurückpaddeln, an dem ich dann eingestiegen bin. Und das wäre zum Beispiel für euch von mir so eine Idee, wie man so ein kleines Mikroabenteuer auch mal anders ein bisschen gestalten kann. Gerade wenn man noch nie auf so einem Sub stande, ist das was Neues, macht Spaß, und darum geht es ja eigentlich auch bei Abenteuern, dass man ja was macht, was neu ist, was ungewiss ist, und dann macht es auch immer für mich extrem Spaß. Und gerade natürlich, weil man immer auch als Anfänger das Risiko sowieso hat, dass
ist meine Maske ins Wasser gefallen, dass man reinfällt. Ich trage hier gerade ein bisschen ab, aber es geht schon. Und das macht die Sache natürlich auch spannend. Man sollte auch immer natürlich daran denken, dass man sicher genug unterwegs ist. Man hat so eine Art Leash natürlich beim Suppen, das kennt ihr wahrscheinlich alle, ist jetzt auch kein neuer Sport. Die sieht man hinten, die ist da befestigt, die kommt um den Fuß. Also wenn ich reinfalle, kann das Sup da nicht verloren gehen. Wenn der Rucksack wasserdicht ist und natürlich gut verzurrt auf dem Brett ist, dann passiert da auch nicht viel. Das Brett kann nicht entkommen, der Rucksack fällt nicht rein, ich komme jederzeit aufs Board hoch. Und für die meisten wäre das wahrscheinlich eher eine Tätigkeit, die sie im Sommer machen würden. Aber mit der richtigen Ausrüstung kann man das durchaus auch im Frühling, Herbst und im Extremfall sogar im Winter machen. Und das Gute ist, wenn wir sowieso vom Wandern oder vom Trekking kommen, dann besitzen wir eine Menge Funktionskleidung, die nicht irgendwie aus Baumwolle ist und schwer wird, wenn sie nass wird, sondern eben das meiste aus Synthetik ist oder zumindest aus Stoffen ist, die relativ gut mit Nässe und Wasser klarkommen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch einen Base Layer gerade hier drüber an, der, wenn er nass wird, extrem trocken wird. Ich habe hier eine Synthetik Puffy-Jacke bei, die natürlich würde ich mit der nicht gerne schwimmen gehen, aber wenn ich die hier so drauf habe und es wird irgendwie kühler, ziehe ich die an, wenn die nass wird, passiert da nicht viel. Also muss man da auch nicht alles neu kaufen. Jetzt haben wir allerdings gerade hier schon Ende Oktober und eine Wassertemperatur, ich würde schätzen von 12, 13, 14 Grad, was schon ziemlich kalt ist. Deswegen trage ich hier gerade drunter, vielleicht sieht man so ein bisschen hier, einen kleinen Neoprenanzug, einen Shorty, ohne Arme und Beine, den gibt es in verschiedenen Marken, schon unter 50 € tatsächlich zu haben. Ich verlinke euch da mal ein paar. Und die Stärke, die ich hier habe, sind 3 mm, was auf jeden Fall noch für den Herbst reichen wird, falls ich mal reinfalle. Würde ich zumindest auf Dauer vielleicht schon unterkühlen, aber erstmal nicht. Und Neopren ist halt sehr stark, wenn man gerade mit Wasser in Kontakt kommt. Das kommt ja vor allem auf dem Windsurfsport oder aus dem Kitesurfsport. Ist allerdings zum Suppen nicht unbedingt perfekt geeignet, weil ich natürlich im Idealfall die meiste Zeit auf dem Brett verbringe und es dann gerade zu der Wechseljahreszeit im Frühling, Oktober schon mal sein kann, dass die Sonne dann spontan rauskommt und es sehr, sehr warm wird. Man schwitzt hier unglaublich drunter, Neopren ist fast komplett winddicht und selbst gerade hier, ich weiß gar nicht, wie viel Grad wir haben, Lufttemperatur 10 Grad vielleicht, wurde mir schon warm, als ich ein bisschen gegen den Strom gepaddelt habe, habe mir auch die Arme da hochgekrempelt. Deswegen finde ich so ein Shorty immer ein ganz guter Kompromiss. Da kommt wenigstens noch ein bisschen Atmung dann rein an den Armen, an den Beinen. Ich kann ein dünnes Base Layer drüber ziehen, was ich dann hochkrempel. Und habe dann eben nicht die Gefahr, dass wenn ich irgendwie reinfalle, direkt so einen Kälteschock oder sowas bekomme, was schon passieren kann bei Wassertemperaturen von unter 10 Grad. Da gibt es Fälle, wo jemand sofort gestorben ist an einem Herzinfarkt zum Beispiel, weil der ganze Kreislauf versagt. Und das kennen auch viele, wenn man vielleicht von Fällen hört, wo Leute im Eis eingebrochen sind. Dann bekommt man so eine Art Panik in dem Moment, so ein Reflex, wo man ganz starke Probleme mit dem Atmen auch hat. Und da kann so ein Neoprenanzug zumindest erstmal ein bisschen helfen. Was viel, viel besser ist und jeder, der das Hobby auch vernünftig nachgehen möchte und vielleicht auch im kompletten Winter suppen möchte, der sollte direkt so einen Trockenanzug greifen. Ich habe dazu nicht gegriffen, weil die 400, 500, 600 € kosten. Und der Trockenanzug hat den Vorteil, dass er mich komplett, wie der Name sagt, trocken hält. Der hat auch wie viele Outdoor-Kleidung eine Membran, die Luft durchlässt und da wird mir nicht so schnell warm. Ich bin da ein bisschen flexibler. Und wenn ich reinfall, auch in Eiswasser, besteht da erstmal keine Gefahr. Aber für mich, wie gesagt, reicht dieser kleine Shorty-Neopren, den ich hier anhabe, mit so ein bisschen Funktionskleidung drüber, eine kleine Badehose. Ich bin auch, ich glaube vor 2 Wochen komplett ohne Neopren unterwegs gewesen, bin da auch reingefallen in die Ruhr. Da war die vielleicht noch 2 Grad wärmer und das war eigentlich auch kein Problem. Ich bin allerdings, denke ich, schon von mir sehr kälteresistent. Ich habe da wenig Probleme mit, falls ihr mein Video aus Schweden gesehen habt. Ich war da auch viel mit kurzer Hose im Schnee unterwegs. Deswegen habe ich da kein Problem, wenn ich die Beine frei habe. Mit den Füßen, die auf dem Brett stehen, ihr habt natürlich viel Kontakt dort mit dem Wasser, auch wenn ihr paddelt, kommt da immer ein bisschen Wasser drauf. Da gibt es so kleine Neoprenschuhe, die ich hier auch anhab. Die müsst ihr euch aber nicht unbedingt kaufen, denn viele von euch kennen vielleicht vom Wandern auch die Sealskins-Socken. Das sind eben wasserdichte Socken, die viele Leute in den Trekking-Schuhen tragen, um eben komplett ihre Füße trocken zu halten, aber nicht eben die dicken Wanderstiefel oder Gore-Tex tragen möchten, sodass der Schuh immer noch schnell trocken werden kann, leichtes Schuhwerk haben. Und das eignet sich halt, diese Sealskin-Socken, gerade für Leute, die dann extrem Probleme mit Feuchtigkeit am Fuß haben. Es gibt auch sowas, kennt ihr vielleicht Trenchfoot, ne? Das ist so eine Art, wenn der Fuß über Wochen mit Kälte und Nässe in Berührung kommt, dann verschrumpelt er sich so extrem, dass da wirklich ernsthafte Schäden entstehen können. Und diese Sealskin-Socken,
die sind wirklich zum größten Teil dicht und damit hat man das Problem eben nicht. Und falls ihr diese Socken irgendwie vom Wandern habt, dann bräucht ihr euch da auch gar nichts Neues kaufen. Denn die wärmen euch auf jeden Fall dann auch auf dem Brett. Wenn da auch ein bisschen Wasser kommt, die Füße sind trocken und dadurch ausreichend Wärme auf jeden Fall vorhanden. Eine andere Option, die ihr auch machen könnt, ist einfach ganz normal mit euren Trekking-Schuhen, die ihr beim Wandern habt, aufs Brett gehen. Das macht überhaupt nichts, wenn ihr mit Schuhen auf dem Brett seid. Bei den meisten, ich habe hier noch so eine Gummibeschichtung schön drauf. Da ist es kein Problem und dann hat man zumindest den Kontakt vom Boden ein bisschen weg, hat eine kleine Isolation an den Füßen. Und ob man da mit Socken reingehen möchte oder nicht, das bleibt jedem selbst überlassen. Ich würde es, glaube ich, ohne Socken machen. Solange ich da mich auch nicht viel bewege oder wandere, habe ich da auch keine Probleme mit dem Blasen. Und habe dann auch die Kälte nicht. Und wie gesagt, das, was ich habe, sind so Neoprenschuhe, die dann auch auf jeden Fall genug isolieren. Also insgesamt finde ich das persönlich eine sehr spannende Sache, das Wasserwandern, Wassertracking und das Ganze auch vielleicht, wie gesagt, mit einer normalen Tracking-Tour zu verbinden. Bringt ein bisschen Abwechslung rein, gerade im Sommer, wenn ihr da die Möglichkeit habt, ist es echt eine spaßige Sache. Gute Einsteiger-Subs kriegt man auch schon für um die 300 €. Da gibt es schlechte Anbieter, die echt eine miese Qualität haben. Da gibt es aber auch Anbieter, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall stimmt. Und als Anfänger bieten sich diese Allrounder-Subs eben an. Die sind nicht ganz so schnell wie dann extra Tracking-Subs. Die gibt es nämlich auch, die dann für wirklich weite Strecken geeignet sind. Falls ihr da direkt ernsthaft reingehen wollt, könnt ihr die Anfänger-Subs auch überspringen und direkt zu einem Tracking-Sub greifen. Sind dann natürlich größer, schwerer und eignen sich dann, glaube ich, ausschließlich nur für Touren, die nur auf dem Wasser stattfinden. Ich mit dem Allround-Sub bin sehr zufrieden, aufgrund, dass es sehr handlich ist, sehr leicht ist. Gerade als Anfänger sind die auch ein bisschen stabiler. Ich falle jetzt eigentlich auch nicht damit rein, habe eine gute Stabilität und habe dann auch erstmal zum Einstieg ein bisschen Geld gespart und vielleicht sogar die Option, mal gucken, nächstes Jahr damit auch noch so eine Wanderung nebenbei zu machen, das irgendwie in meinen Rucksack reinzukriegen. Also ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr im Frühling, sobald es dann wieder ein bisschen wärmer wird, die erste Tour damit machen, die auch filmen. Ja, ich hoffe, ihr seid dabei und ihr konntet vielleicht ein paar Infos aus dem Video kriegen, um das mal selbst zu versuchen. Hat euch das Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.